Freunde und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einfach mal, wie man, wenn man das Spiel gerade angefangen hat, reinstartet oder auch als Free-to-Player spielt. Ich werde euch heute, wie gesagt, in diesem Video nur die Grundlagen geben und werde später noch weiterhin auf andere Details für andere Leute auch weiterhin eingehen, auch was die Haki-Bücher, also hier die Fähigkeiten und Runen und so weiter, wie sie funktionieren und wie man sie am besten wo einbaut. Heute fangen wir ganz normal an. Wenn ihr das Spiel startet, was ihr so am Tag für Aufgaben habt. Zum einen habt ihr unter Aufgaben eure täglichen Aufgaben. Die könnt ihr abarbeiten oder mehr nach machen. Und ihr seht ja, das sind ganz simpel, was ihr da zu tun habt. Hier bei Spende im Piratenbanner einmal, da ist es egal, ob ihr Berry spendet oder Diamanten. Ihr kriegt das als trotzdem. Und dann könnt ihr hier raufklicken und ihr landet automatisch dort, wo es zu machen ist. Und wenn ihr das gemacht habt, zeigt euch das Spiel an. Alles klar, Aufgabe abgehakt, fertig. Und dann kriegt ihr hier oben Geschenke, die ihr auch als Free-to-Player kriegt. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das, was hier oben ist, kriegt jeder gleich. Da gibt es auch die wöchentlichen Aufgaben, da gebe ich einen Tipp, das sollte man wirklich alles machen, denn die Belohnungen hieraus sind wirklich, wirklich lohnenswert. Auch für euren späteren Storyverlauf. Dann, wenn ihr die Aufgaben hier abgearbeitet habt, denkt immer dran, macht hier so weit ihr kommt und holt euch hier immer wieder am besten nur die lilanen oder hier die Tickets. Ich kann es euch einmal vorzeigen, vielleicht habe ich ja Glück. Hier Dias immer mitnehmen, Dias sind immer wichtig. Tickets. Ja, der Nachteil ist, wenn man sich ein Privileg nicht gekauft hat, dann kann man hier nicht 100% immer oft ein lilanes oder sagen wir mal goldenes kriegen. Wie ihr seht, ich habe recht Pech dabei. Aber ich habe heute schon mal Glück gehabt. Hier habe ich ein goldenes, das sind 300 Diamanten. Wichtig und richtig, das nehmt ihr mit. Dann denkt immer dran, das hier einzusammeln. Immer schön mitnehmen, versucht immer die Zeit einzuhalten, weil ab einer gewissen Zeit sammelt er nicht weiter. Hier, schneller Kampf, könnt ihr einmal täglich kostenlos, wenn ihr kein Privileg gekauft habt, XP und so weiter für die Story kriegen, dass ihr hier weiterkommt. Zum anderen, denkt immer dran, dass ihr hier diese 5 zurücksetzen kostenlos macht, weil es sind ja oft Sachen bei, die echt sich lohnen. Die werdet ihr merken, werdet ihr früher oder später brauchen. Also wenn ihr genug Berries habt und merkt, ihr seid im Überfluss, könnt ihr diese hier auch mitnehmen. Am Anfang würde ich es nicht tun, das heißt, Berries sind da echt Rarität. Da haben wir nochmal Glück. So, hier sowas kann man mitnehmen. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man mitnehmen. Dazu kommt die täglichen Instanzen. Ganz wichtig, würde ich immer machen. Ihr könnt hier zweimal fegen, danach kostet es Diamanten. Einige Sachen könnt ihr erst ab einem bestimmten Level machen und wie ihr seht, je höher eure Kraft wird, desto spätere, bessere Belohnung kriegt ihr. Und wenn ihr hier unten auf Schnellabschießen macht, was ihr erst ab Level 80 machen könnt, könnt ihr einmal eure kostenlosen Ziehungen hier machen. Dann den Meeresboden. Versucht immer wieder weiterzukommen, so weit wie möglich. Jetzt am Anfang sieht die Belohnung noch klein, aber später sind das noch bessere Belohnungen. Da kann ich euch gerne noch mal ein Bild zu einblenden. Dann seht ihr, was dort noch Schönes zu kriegen ist später. Dann, was ihr auch machen solltet, sind Endlosprüfungen. Die Belohnungen, die täglichen Belohnungen seht ihr hier. Je nach Phase, wo ihr seid, kriegt ihr natürlich hier XP und Berries. Dann für die bestehende Phase und der jeweiligen Bühne kriegt ihr halt immer XP und Premium-Tickets, womit ihr dann, wie ihr seht, zufällig 3 bis 5 Sterne Partner kriegen könnt. Muss nicht immer 100% 5 Sterne sein. Könnt auch mal Pech haben und nach 60 Ziehungen nichts haben, aber das ist
halt eine Glückssache. Dann gibt es eine Rangbelohnung. Ihr werdet früh merken, dass die natürlich cashen oder viel investieren, sage ich mal, hier oben immer die Platzierung halten werden. Und wenn ihr auf einem Server seid, wo nicht wirklich Cacher sind, könnt ihr selbst mit Ausrüstung und so weiter, wo ich aber explizit nochmal drauf gehen werde, auch mithalten. Ihr könnt also quasi auch als Free-to-Player recht gut euch in der Top 20, Top 10 je nach Server halten. Das ist nicht das Problem. Man muss nur wissen, wie man es angeht und wie man seine Items und sonstige Sachen investiert und ausgibt. Dann in der Taverne, wie gesagt, könnt ihr euch mit den Premium-Tickets hier Charaktere ziehen. Ihr kriegt, wie gesagt, hier bis auf die UR-Chars, oh, Entschuldigung, bis auf die UR-Chars, die hier alle natürlich noch gecancelt sind, kriegt ihr alle. Ihr könnt Katakuri ziehen, Shanks ziehen, den Whitebeard, Newgate, alles was ihr hier so seht. Das sind die DDs, also, und dann haben wir die Tanks, bis auf die US hier könnt ihr einen Marco ziehen, ihr könnt euch einen Newt holen, einen Kuma, Wano Ruffy, und bei den Healern, bis auf diese beiden, Z und Neue Welt Marco, könnt ihr die ebenfalls kriegen. Natürlich sind die Yonkos eine geringere Chance, aber die Chance besteht. Ich kann euch das gerne mal hier zeigen. Hier normale Rekrutierung. Seht ihr, ihr könnt alle Charaktere dort ziehen. Ihr könnt hier gucken, wie viel prozentige Chance ist es einzubekommen. Hier natürlich, ihr seht, okay, der hat 0,001%, das heißt, er ist einer der besseren Charaktere, genau wie die, er. Die natürlich mehr Prozent haben, wisst ihr, okay, das sind jetzt nicht die guten Charaktere, aber dazu kommen wir auch noch alles. Dann kann ich euch noch zeigen, natürlich hier die Fehlstände waren auch dabei. Dürft ihr euch nicht beharren lassen von diesen Prozenten. Die haben gefühlt eigentlich nichts zu sagen, nur dass die Chance halt geringer ist wie bei anderen. Diese 0,001%, das würde bedeuten, du könntest 1000 Tickets verhauen und würdest ihn vielleicht einmal kriegen. Das ist Unsinn. Die Chance ist halt nur noch geringer wie für die anderen. Das heißt, es kann auch sein, dass du 50 Ziehungen machst und mit Glück hast, dass du ihn zweimal ziehst oder zweimal den gleichen Char in einem 10er Draw. Das ist möglich. Haben wir auch schon alles gesehen und gehabt. Dann seht ihr hier insgesamt größte Chance 0,4%, dass ihr einen 5-Sterne-Partner kriegt. Bei den Freundespunkten hier unten, die man kriegt, wenn man Freunden ein Herz schenkt oder die Herzen der Freunde annimmt. Und zwar hier, unter Freunde, könnt ihr hier, wenn die was geschickt haben, abholen oder halt verschicken. Dann könnt ihr natürlich auch hier die unter Freunden machen, da ist die Chance auf 1% schon, das ist also schon recht viel. Natürlich bleibt auch hier bestehen, dass die guten, seht ihr, sogar mehr Prozent, 0,004 haben. Dann haben wir die Premium, da seht ihr jetzt schon, oha, 3 Sterne, 4 Sterne und 5 Sterne. Also ihr werdet merken, bei dem Premium könnt ihr keine 2 Sterne Charaktere ziehen, die ihr auch eigentlich nicht braucht. Aber die Chance ist halt höher. Und dann gehen wir auch mal hier rauf. Ihr seht schon, da sind schon 0,097% und so weiter. Hier sind hier bei Crocodile zum Beispiel 0,341. Das sind einfach nur Angaben, die in dem System einfach eingefügt worden sind. Die haben nichts zu bedeuten. Ihr seht 0,021% schon. Also bei Premium habt ihr schon einen großen Anstieg. Und was halt der Nachteil ist, ihr werdet durch Ziehungen Punkte kriegen, seht ihr hier unten. Nur diese Kiste kann man leider erst nur aufmachen, wenn man VIP 3 ist. Und dieses Ding gibt einen garantierten 5-Sterne-Charakter. Es ist random, welcher. Man kann sich leider nicht aussuchen, welchen man haben will. Dann gibt es noch die Fraktion. Da kann man, wie man gerade etwas benötigt oder im späteren Verlauf, wenn man schon weit vorausgeschritten ist und stärker, kann man sich natürlich sagen, du, jetzt brauche ich für diese Fraktion einen. Dann sagt man sich, alles klar, ich brauche für Piraten was, also ziehe ich bei Piraten. Am Anfang empfiehlt sich natürlich auf die Yonkos zu gehen, weil das sind die stärksten Charakter. Könnt ihr mal auf den Shop gehen. Ihr kriegt dann, wenn ihr diese Fraktionskristalle hier verhaut,
kriegt ihr solche Scherben. Und mit diesen Scherben könnt ihr dann eure Charaktere rausholen, die euch natürlich vielleicht fehlen. Und später werdet ihr merken, dass ihr die wirklich nicht richtig braucht, wenn die UR-Chars da sind. Wenn ihr Geld ausgibt dafür UR-Chars und merkt, die UR-Chars sind jetzt nur noch im Team, die anderen sind jetzt nicht mehr dabei und ihr wollt aber zum Beispiel das Potenzial aufwerten, dann könnt ihr euch hier dann die fehlenden Charaktere zum Aufwerten der Charaktere holen. Dazu komme ich aber auch nochmal in Ruhe. Aber am Anfang werdet ihr merken, dass es eher wichtig ist, später die Yonkos. Es sind nicht alle Yonkos wirklich mm, zum Nutzen für Arena und so weiter, aber es gibt schon einige. Also hier sind sehr, sehr viele zum Nutzen. Aber dazu komme ich später nochmal, da werde ich nochmal alles ausgiebig dazu erzählen. Dann natürlich versucht immer so schnell wie möglich bei eure Bande reinzugehen, hier zu spenden, wie ich ja vorhin zeigte. Und nehmt hier bei der Aktivität immer so viel ihr könnt ruhig mit. Zum Beispiel Instant Spirit, das geht hier rauf, das ist das hier gemeint. Das will einem sagen, ähm, dass ihr hier Angriff kaufen könnt. Verbraucht 20 Diamanten und inspirieren für 5% Angriff. Das heißt, ihr bekommt 5% Angriff auf eure Charaktere, kann man viermal machen, habt am Ende 20%. So, und dann könnt ihr hier angreifen, könnt auch mal gucken. Am besten nehmt ihr, hier braucht ihr wirklich nur DPS-Charaktere. Wie ihr seht, ich habe jetzt Ivan drin, weil meine anderen DPS sind nicht nutz, also habt keine guten. Und ihr könnt auch keine zwei der gleichen Charaktere reinpacken. Was natürlich auch vom Vorteil ist, haben die nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Dann würdet ihr merken, hier in der Aktivität, wo haben wir es denn? Da Shop kauft, zwei Sachen kaufen. Damit die Aktivität hochgeht, kauft ihr einfach immer hier, bis die leer sind. Weil am Anfang, ihr seht, es gibt nicht viel, da werdet ihr nicht viel haben. Das wird später noch mehr sein, aber das kann man dann immer noch wieder erläutern und euch erklären. Was wichtig ist und was viel ausmacht, was ihr auch während des Spielverlaufs merkt, ist der Fähigkeitsbaum. Ich sag euch, dieser Fähigkeitsbaum gibt euch einen echt guten Boost für eure Charaktere. Ihr seht, was man ja alles kriegen kann, zum Beispiel beim Support die Geschwindigkeit, Schadensreduzierung, bei Tank ist das gleiche. Hier habt ihr dann halt, weil das DPS-Chars sind, den Schadensbonus höher, den Kriegschaden. Es lohnt sich wirklich hier reinzugehen. Dann, oh, da bin ich gar nicht. Dann gibt es hier, wenn du Level 40 bist, die Festung. Dazu kann ich euch aber nochmal einen separaten kleinen Einblick geben, wie das hier abläuft. Der Schatzkampf, das habe ich heute nicht gemacht, da ich es leider zeitlich nicht geschafft habe. Könnt ihr hier herausfordern. Ihr seht, Partner der Fraktion Piraten machen am Boss 25% mehr Schaden. So, dann geht ihr da rein, wenn ihr Piraten habt, Attacke, macht ihr mehr Schaden. Dann, das geht dann von 11 Uhr bis 16:59 Uhr und ab 17 Uhr könnt ihr dann Gegner ausrauben. Das heißt, ihr könnt dann, je nachdem wo ihr hier steht, wie viele Punkte man hat, kann man dann natürlich die Leute in seinem Bereich, die wird aufgelistet, das kann ich euch nochmal separat zeigen, wen man da ausrauben kann und dann kann man den Gegnern halt Punkte entnehmen und dann für sich gewinnen und natürlich auch für seine Bande mehr Punkte haben. Was ihr noch macht, auf jeden Fall jeden Tag hier am besten immer die Aufgabe dreimal am Tag einen Angriff starten. Deswegen leuchten hier zum Beispiel die kostenlos, die drei Angriffe, weil diese sind natürlich für eure Aufgabe hier wichtig, damit ihr hier hochkommt und die Belohnung abholen könnt. Und kann man ja sehen, der hat jetzt 13.000. Wenn ich den jetzt angreifen würde, würde ich wahrscheinlich gewinnen und natürlich Rang höher steigen. Und dann seht ihr täglich Belohnungen, die werden ab 22 Uhr ausgeschenkt. Und je höher, kann ich euch mal hier zeigen, je höher eure Platzierung, desto besser sind diese Belohnungen. Diese Trophäenpunkte kann ich euch gleich zeigen für den Shop, der Arena Shop. Versucht immer so hoch wie möglich zu sein. Und so, je mehr Punkte ihr habt, desto besser könnt ihr in dem Shop Sachen kaufen. Die Dias, ihr seht klar, Platz 1 hat natürlich 200. Da muss man sehen, wie man kommt. Und sonntags gibt es dann immer seht ihr hier, wird am Ende einer jeden Saison per E-Mail, das ist immer sonntags,
Sonntagabends um 22 Uhr, glaube ich auch, ist dann die Saison zu Ende. Und dann kriegt ihr nochmal diese Belohnung dazu. Seht ihr 5000 und so weiter. Für 600, 400, 300, 260. Also es ist nicht wenig, was man an Diamanten so am Tag einnehmen kann. Man muss ich mal schauen, vielleicht mache ich euch da eine Liste für oder ihr werdet selber mal drauf kommen. Mal schauen. So, dann haben wir hier nicht nur das, dann haben wir hier auch Meisterschaft. Okay, ich wollte gerade sagen. Hier könnt ihr ruhig gerne ein Like da lassen, dann seht ihr, kriegt auch nochmal Punkte. Das sind auch Arena-Punkte, die ihr dann für euren Arena-Shop nutzen könnt. Es ist nicht viel, aber ihr werdet merken auf Dauer, wenn ihr es jeden Tag macht, dass ihr da gut ein Punkte mitmacht. Ihr seht, hier steht Dienstag 21 Uhr. Ich kann euch sagen, es ist Dienstag 22 Uhr. Oder 22:10 sogar. Und Donnerstag geht es dann mit der nächsten Meisterschaft weiter. Um 22 Uhr, 22:10 Uhr. Kann man gucken. Hier seht ihr, die Arena der Top 128 Spieler werden in die Meisterschaft geholt. Und da steht auch dann euer aktueller Platz, wo ihr dann seht, okay, ich muss doch noch ein bisschen weiter hoch, damit ich da reinkomme. Aber das werdet ihr alles selber auch mit erleben und sehen. Dann Abteilungsmatch. Das könnt ihr auch schon früh, aber ihr seht ja, ich komme nicht groß weit. Das kostet auch 2 Arena-Tickets, deswegen müsst ihr sehen, dass ihr da immer gut was zusammenkriegt. Und ich kann euch ja gerne hier, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die Top 10 da oben, da auf N1, ihr seht, was die haben. Da brauche ich wirklich nicht sagen, ich gehe da jetzt mit drauf und versuche mich da hochzukämpfen. Das schaffe ich mit meinem Charakter nicht. Ich kann, wie gesagt, ich werde versuchen mit diesem Account so weit wie möglich zu kommen, die Charaktere hochziehen und versuchen diesen Account wirklich gut zu pushen, dass man sehen kann, okay, als Free-to-Player kann man auf jedem Server was machen. Klar, auch ich habe jetzt N1 gewählt, den schlimmsten, in Anführungsstrichen. Da werde ich nicht mehr so hochkommen und oben mitspielen, aber ihr seht ja hier, was für Leute sind. N55, Alpha Belux. Es sind natürlich einige namenswerte Leute hierbei, die man wahrscheinlich irgendwo schon mal gesehen hat. Den Heras haben wir auch schon kennengelernt. Also wie gesagt, es sind hier wirklich echt gute Leute bei. Ihr seht, ab Top 20 geht es immer noch weiter mit starken Leuten, mit VIP 15. Kirigaya hat auch gute Charaktere, kann man sagen. Ist nicht zu unterschätzen. Hier haben wir auch noch einen, der echt gut dabei ist, der auch weiter oben spielen könnte. Also wie gesagt, ihr seht hier ist noch ein VIP 15, der auch noch mitspielen könnte oben. Es ist alles möglich. Selbst, man könnte sogar sagen, dass dieser hier, wenn er Glück hat bei den Gegnern, weil das sind nur wirklich zufällige Gegner, die man kriegt, je nach Stufe, wen er kriegt, kann er also auch noch hoch. Dann, na, da wollte ich gar nicht rauf, habt ihr hier bei Aufladen jeden Tag, auch wenn ihr VIP 0 seid, kriegt ihr ein VIP 0 Geschenk. Das sind zwar nur 10 Dias, aber haben oder nicht haben. Macht das mal 30 Tage, hast 30 Dias, 300 Dias. Klingt jetzt nicht viel, aber ihr werdet merken, 300 Dias sind doch eine ganz schöne Menge, die man haben kann. So, dann haben wir noch, genau. Ab Level 34 Grand Line, da sage ich euch, macht es. Jedes Mal. Sobald das da ist, macht es. Ihr werdet als VIP Nuller, weil ihr keine Privilegien gekauft habt, merken, ihr könnt das nicht skippen. Das heißt, ihr müsst die Kämpfe laufen lassen und so weiter und so weiter. Es ist nervig, aber glaubt mir, es lohnt sich. Das, was man da rausbekommt und auch die Punkte für den Shop ist sehr, sehr lohnenswert. Ab 55 gibt es dann Wunderland. Das kann ich euch mit dem Account dann auch zeigen oder zur Not mit einem unserer Hauptaccounts, damit ihr seht, was dort wie abläuft und wie man es am besten angeht. Dann Ruhmweg. Ruhmweg kann ich euch auch nochmal in Ruhe erklären und zeigen. Öffnet natürlich erst ab Level 70, aber das pusht eure Charaktere und euren Account auch wirklich sehr gut. Dann haben wir hier die Fischmann-Insel-Abenteuer. Dieses auch erst ab 80 benutzbar, aber auch dort werde ich euch nochmal zeigen, wie das geht, wie das funktioniert, was ihr da machen müsst. Auch das, was ihr daraus bekommt, werde ich euch zeigen, erklären. Das lohnt sich. Unigashima, wie ja schon viele bei uns gesehen haben, hier auf Deutsch Geisterinsel,
ist ab Level 90 und ihr wisst, was ihr dazu tun. Also die meisten haben unsere Videos gesehen, was dort abgeht und wie man es am besten regelt, dass man wirklich oben mitspielt. Das sind so jetzt die Kleinigkeiten, die ich euch mitgebe. Ich werde noch auf andere Sachen detailliert eingehen und euch noch viel mehr zeigen, weil alles in ein Video packen wäre eine Stunde Video und ich glaube nicht, dass ihr eine Stunde lang Lust habt, mir zuzuhören und das alles anzugucken. Wenn ihr aber Sachen habt, wo ihr sagt, kannst du uns ein Video machen, wie Erklärung von dem, kannst du uns das in Bilder packen oder wie auch immer, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann darauf eingehen, ich schaue, was ich machen kann und wie gesagt, ich versuche jetzt jeden Tag euch etwas zu zeigen, wie es mit dem VIP 0 läuft, was man ab den gewissen Leveln, wie man hier schon upsala, wie man hier schon gesehen hat, was man da machen muss, was man beachten muss, was man kriegt und was man damit macht. Das werde ich euch alles aber später nochmal weiter zeigen. Das waren so die Grundlagen, sage ich mal, für die ihr in den Start des Games gehen könnt. Und mal gucken, vielleicht finde ich noch Sachen, die ich nicht gezeigt habe, die mir jetzt so auf Anhieb nicht einfielen, aber ich werde euch versuchen, so viel wie möglich zu zeigen. Und falls ihr was habt, was ihr nicht versteht, kann ich gucken, dass ich ein Video dazu mache und euch das nochmal erkläre. Wie gesagt, es ist einiges noch, was man beachten muss, machen kann. Wie komme ich voran? Wie kann ich meinen Charakter pushen? Wie kann ich ihn stärker machen und so weiter? Das kann ich euch alles nochmal im separaten Video zeigen. Aber ich hoffe, dass ihr mit diesen Infos erstmal einen Start habt, wo ihr wisst, okay, darauf muss ich mich konzentrieren. Wo ihr euch auch darauf konzentrieren müsst, das gebe ich euch noch am Ende mit. Charaktere. Macht nicht, oh, ich brauche die Stärksten, ich brauche die Besten und so. Wenn ihr wollt, wenn ihr das Spiel spielen wollt, ihr habt Spaß daran, dann nehmt die Charaktere, worauf ihr Lust habt, die euch gefallen, wo ihr merkt, okay, die sind gut. Klar geht ihr auch auf die Fähigkeiten ein, was die können und so weiter. Ihr könnt euch ein Team zusammenbauen und so weiter. Aber spielt, wie ihr Bock habt. Wenn ihr wollt, dass ihr nur Spaß habt, macht ein Team, wie ihr es wollt. Wollt ihr mit oben spielen auf einem neuen Server und ihr wisst, okay, das ist hier machbar, dann konzentriert euch nicht nur auf die Charakter, sondern auch darauf, was sie können, was ihre Fähigkeiten sind. Aber das kann ich euch gerne mal irgendwann erklären, wie ihr das verstehen müsst. Das ist halt entweder kann ich es erklären oder ihr guckt selber. Ich mal gucken. Wir werden mal schauen. Aber wie gesagt, hier seht ihr entwickeln 100 Kaberis, 500 von denen. Es ist am Anfang nicht viel, aber früher oder später werdet ihr viel davon haben. Also wie gesagt, ihr werdet das alles noch erfahren. Ich kann euch nur nicht zumuten, eine Stunde lang dieses Video zu gucken. Deswegen hoffe ich, dass ihr damit erstmal klarkommt und erstmal versteht, wie das alles funktioniert, weil ihr seht, ich habe hier noch X-Server und so weiter. Das werde ich euch alles nochmal in Ruhe erklären. Also, falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Oder für diejenigen, die mich bei Facebook kennen oder schon wissen, dass ich dort auch aktiv bin, könnt ihr mich auch anschreiben. Oder auch bei Discord könnt ihr mich adden. Ich verlinke euch einfach mal meine Discord-Daten. Und dann könnt ihr mich auch fragen. Ich versuche immer so schnell wie möglich zu antworten, aber ich habe halt immer viel zu tun, Arbeit. Aber ich versuche mein Bestes. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ich habe euch einige gute Tipps gegeben und hoffe, die nächsten Videos, die kommen, geben euch noch weitere gute Tipps und Tricks und viele Infos. Also, haut da rein, viel Spaß